Das stille, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Pamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit mit Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. CTA antwortet auf Chinas Weißbuch zu Tibet. Delegation des Lok Sabhas Estimates Komitee besucht die tibetische Zentralverwaltung. Sejong veröffentlicht Publikation über Tibets Umwelt im Vorfeld der COP26. Tibeter fordern UNHRC auf, China für Unterdrückung in Tibet zur Rechenschaft zu ziehen. Repräsentant Dashi Pinso trifft US-Außenbeauftragten Berliner. Tibetbüro in Washington DC hebt Kämpfe der Tibeter unter chinesischer Herrschaft hervor. Repräsentant Dr. Adia trifft die japanische Präsidentschaftskandidatin Sanae Takaichi. UN-Mitgliedstaaten fordern China an der 48. UNHRC-Sitzung auf, die Menschenrechte in Tibet zu respektieren. Tibetbüro London nimmt an der Jahreskonferenz der Labour Party 2021 teil. Taiwan zeigt Ausstellung über Völkermord in Tibet. Tibetischer Vertreter schließt sich einem multikulturellen Pushback gegen Chinas Gräueltaten an. Tibetische Nationale Sportvereinigung hält 26. Yeolyom Chenmo Memorial Gold Cup ab. Die tibetische Zentralverwaltung hat am Donnerstag dieser Woche eine Antwort auf das chinesische Weißbuch zu Tibet veröffentlicht, das im Mai dieses Jahres herausgegeben wurde. Auf der Pressekonferenz warnte sich Sejong gegen die illegale Besetzung Tibets durch China und sagte, die von China behauptete friedliche Befreiung Tibets sei nur ein Deckmantel, um die Wahrheit zu verschleiern und sowohl das chinesische Volk als auch die Weltgemeinschaft falsch zu informieren, um die Ideologie der Kommunistischen Partei Chinas zu fördern. But what is more important is the way forward. So the way forward right now, as proposed by His Holiness, approved by the Tibetan general public, and adopted by the Tibetan Parliament in exile, still continues, which is to seek a meaningful, long-lasting, mutually beneficial, non-violent struggle, resolution of the Sino-Tibet conflict. And based on that policy, we will follow through with the set of principles that we have set as the 16th Cabinet. Therefore, it's imperative or important on the part of the Chinese government also, if they want to resolve the Tibetan issue, if they want to find a lasting solution to the Tibetan issue, then we should look forward rather than making claims and counterclaims and falsehoods, spreading falsehoods or disinformation around the world or to the Chinese people. Der Sprecher des CTA, Dengzi Lekshe, sagt zu den wichtigsten Empfehlungen im Antwortpapier des CTA, dass die Politik des mittleren Weges die wahre Lösung für den sino-tibetischen Konflikt sei. In this response paper, we have deliberated some way forward so that the Chinese leaders think about what they should do in the future. Because tomorrow is the National Day of the Chinese Communist Party. The regime has started 72 years back, and is a good occasion for the Chinese leaders to anticipate and think about what is the real solution for this Sino-Tibetan conflict, and that we propose the middle way policy. Eine Delegation des Estimates-Komitees des 17. Lok Sabha besuchte am Freitag letzte Woche die tibetische Zentralverwaltung. Die tibetische Zentralverwaltung empfing die Delegation mit kulturellen Darbietungen. CTA-Präsident Bimba Tsering bedankte sich im Namen der CTA und des tibetischen Volkes bei der indischen Regierung und dem indischen Volk für ihre immense Unterstützung der tibetischen Flüchtlinge in Indien. Um die Unterstützung und das Bewusstsein für die tibetische Umwelt zu stärken, stellte die tibetische Zentralverwaltung am Mittwoch dieser Woche auf einer Pressekonferenz ihre neueste Publikation mit dem Titel Tibetan Perspectives on Tibet's Environment vor. Der Sejong sagte, das Buch diene als potenzielle Grundlage für Regierungen und führende Politiker der Welt, um eine Politik zu gestalten, welche die Umweltfrage Tibets zu einem wichtigen Thema macht. Er wies darauf hin, dass das Buch für die Teilnehmer an der bevorstehenden UN-Klimakonferenz COP26 in Schottland ein wichtiger Faktor sein wird. Das Buch ist eine Zusammenstellung von Berichten, Dokumenten und Artikeln, die von tibetischen Umweltforschern des Umwelt- und Entwicklungsreferats der CTA zwischen 2010 und 2020 erstellt wurden. Während der Veranstaltung stellte das Tibet Policy Institute
auch seinen Jahresbericht mit dem Titel Tibet 2020 – A Year in Review vor, der die dringenden Probleme und Ereignisse in Tibet im Jahr 2020 beleuchtet. Tibeter in der Schweiz und Liechtenstein forderten den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen auf, China für die jahrzehntelange Unterdrückung in Tibet zur Rechenschaft zu ziehen. Am Samstag vergangener Woche fand parallel zur laufenden 48. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates ein Friedensmarsch vom Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte zum Büro des UN-Menschenrechtsrates statt. Die Präsidentin der tibetischen Gemeinschaft Garma Chöki traf in Begleitung des UN Advocacy Officer des Tibet-Büros Frau Gedin Zomo mit dem Vertreter des UN-Hochkommissars für Menschenrechte zusammen und überreichte das Appellschreiben der tibetischen Gemeinschaft. Darin äußerten die Mitglieder der Gemeinschaft ihre ernste Besorgnis über die Verschärfung der chinesischen Assimilationspolitik in Tibet, die Durchsetzung des obligatorischen Militärsommerlagers für tibetische Kinder, die Verschlechterung der Situation in Sawenbo, in der autonomen tibetischen Präfektur Khartse und die anhaltenden Verletzungen des Rechts auf Religionsfreiheit, einschließlich des bis heute andauernden Verschwindens des 11. Panchen Lama Gedun Chögyinima. Die Tibeter in der Schweiz und Liechtenstein haben am Samstag vergangener Woche ihre zweite Generalversammlung der tibetischen Sprach- und Kulturschulen einberufen, um einen Aktionsplan zu diskutieren und zu überprüfen, der die junge Generation zur tibetischen Kultur und Identität motivieren und integrieren soll. Pinso, der Repräsentant seiner Heiligkeit des Dalai Lama für die EU und Westeuropa, traf sich am Freitag letzter Woche mit Nicolas Berliner. Der US-Außenbeauftragte Nicolas Berliner sprach über den weltweiten Respekt für seine Heiligkeit, dem Dalai Lama, und sagte, dass die Unterstützung der USA für das tibetische Volk auf ihren Grundwerten und Prinzipien beruht. Der Beauftragte für chinesische Beziehungen Südin Gyatso vom Tibet-Büro in Washington D.C. bezeichnete bei einer virtuellen Diskussion am Sonntag dieser Woche Chinas 70-jährige sogenannte Befreiung Tibets als Betrug. Er schilderte die Kämpfe und Qualen der Tibeter in Tibet, die seit einem Jahrzehnt unter der repressiven Politik der Kommunistischen Partei China leiden. Renommierte chinesische Wissenschaftler und Aktivisten aus den USA und anderen Ländern, die an der Diskussion mit dem Titel 74 Jahre Sowjetunion, das Ende oder die Fortsetzung der Kommunistischen Partei Chinas teilnahmen, sprachen über die politische Umgestaltung der Sowjetunion und teilten ihre Sichtweise auf die politische Umgestaltung Chinas, die Zerstörung und den Völkermord durch die Kommunistische Partei China in Osttürkestan und die Einrichtung einer vereinigten uigurischen Exilregierung. Since China is about to celebrate their 72nd year of establishment, they have set the topic of discussion as the 74 years of Soviet Union, the end or continuation of the Chinese Communist Party. And there are a number of Chinese scholars and activists who were invited to speak at the gathering. In this very seminar, we have tried to introduce some of the details of 17-point agreement, which China claims that the liberation of Tibet began with that agreement. So we have also described different policies implemented by China in Tibet in these past decades and explained that it is completely opposite of what China is claiming in the issued white paper 4 months ago. On the other hand, we had the luxury to introduce the Tibetan democracy and Central Tibetan administration's structure, and also explaining the successful involvement of Tibetan people in the democratic transformation, which is the bless and the gift from His Holiness the Dalai Lama. Der Leiter des Tibet-Büros in Japan, Dr. Tseon Yabo Arya, diskutierte zusammen mit anderen unter dem kommunistischen Regime Chinas unterdrückten Bürgern mit der Präsidentschaftskandidatin der japanischen Regierungspartei Sanae Takaichi am Montag dieser Woche im Unterhaus des japanischen Parlaments über die Menschenrechtsverletzungen, die unter dem kommunistischen Regime Chinas stattfinden. Frau Sanae Takaichi versprach, dass sie Tibet, die Uiguren und die Südmongolei und Hongkong in ihrem Kampf um Freiheit weiterhin unterstützen werde. Repräsentant Dr. Alia dankte Frau Takaichi auch dafür, dass sie kürzlich eine deutliche Erklärung abgegeben hat, in der sie jegliche Unterdrückung und Verweigerung von Grundfreiheiten in allen Regionen verurteilt. Delegierte aus Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union haben im Namen von 26 Mitgliedstaaten auf der laufenden 48. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates ihre Besorgnis geäußert und China zur Achtung der Menschenrechte in Tibet, Xinjiang und Hongkong aufgefordert.
Auf der UN-Menschenrechtsratssitzung gab die UN Advocacy Officer vom Tibet-Büro eine mündliche Erklärung über die Menschenrechtslage ab, welche die Aufmerksamkeit des Rates auf sich zog. Gedeon Zomo, die UN Advocacy Officer vom Tibet-Büro in Genf, äußerte sich darin besorgt über Chinas konzentrierte Bemühungen, alle Spuren der tibetischen, uigurischen und südmongolischen Kultur zu verwässern und aufzulösen. Sie forderte den UN-Menschenrechtsrat auf, dem Aufruf von über 50 UN-Experten zur Einrichtung eines unabhängigen Mechanismus zur Überwachung, Bewertung und Analyse der Menschenrechtsverletzungen durch China zu folgen und China aufzufordern, seine Verfolgung von Tibetern, Uiguren, Mongolen und Hongkongern einzustellen. China's concerted efforts to dilute and dissolve all traces of Tibetan, Uyghur and Mongolian culture are on full display. In the last 60-plus years, Tibetans' rights have been consistently violated by China. Tibetans live in a virtual police state. Studying in Tibetan language is heavily restricted. Most recently, over 100 Tibetans from Zawinpur Township in Tibetan Kham Province were arrested under charge of keeping the photo of Nobel Peace Laureate, the 14th Dalai Lama. Therefore, we urge the Council to heed the call by over 50 UN experts to set up an independent mechanism to monitor, assess and analyze human rights violations by China and call upon China to stop persecution of Tibetans, Uyghurs, Mongolians and Hongkongers. Abgeordnete der Labour-Partei, darunter Kerry McCarthy und Navendu Mishra von der parteiübergreifenden Parlamentarischen Gruppe für Tibet im britischen Parlament, zeigten ihre anhaltende Unterstützung und Solidarität mit Tibet und den Tibetern. Das Tibet-Büro in London nahm an der Jahreskonferenz 2021 der Labour Party teil, die vom 25. bis zum 28. September in England stattfand. Die Konferenzteilnehmer zeigten sich sehr besorgt und interessiert an der Klima- und Menschenrechtssituation in Tibet. Das Hauptziel der Teilnahme des Tibet-Büros an der britischen Parteikonferenz ist es, die Gelegenheit zu nutzen, um mit Parteiführern, Mitgliedern und verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen, die an der Konferenz teilnehmen, zu sprechen und sich zu vernetzen. Die taiwanesischen Organisationen Students for Free Tibet und Human Rights Network for Tibet Taiwan veranstalteten am Sonntag letzter Woche eine Ausstellung im Zentrum Taipehs, die den jahrzehntelangen kulturellen Völkermord und die Menschenrechtsverletzungen in Tibet durch die Kommunistische Partei Chinas thematisierte. Die Ausstellung zeigte tibetische Führungspersönlichkeiten und Menschenrechtsverfechter, darunter den Dalai Lama und Tung Ching-jung, einer Tibet-Unterstützerin, die die Unterdrückung der Tibeter in Tibet durch die repressive Politik der chinesischen Regierung in ihren Skizzen beschrieb. Einen Tag vor dem 72. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China kommen Tibeter, Mongolen, Chinesen, Hongkonger und Taiwanesen in Berlin zusammen, um auf die repressive Politik der Kommunistischen Partei Chinas hinzuweisen. Organisiert von der in Deutschland ansässigen Voice of Europe und der Föderation für ein demokratisches China, nahm Chamyang Ziring, Chefredakteur der offiziellen chinesischen Website der tibetischen Zentralverwaltung, am Donnerstag dieser Woche an der internationalen Konferenz zum Thema Menschlichkeit am Scheideweg in China teil. Chamyang Ziring sprach über die Verpflichtung der tibetischen Zentralverwaltung unter der Leitung seiner Heiligkeit und Dalai Lama und des Sejong Bemba Ziring weiterhin Aktivitäten in China zu initiieren. Vertreter aus Osttürkestan, der südlichen Mongolei, Hongkong und Taiwan, darunter auch der Botschafter Taiwans in Deutschland, nahmen an der Konferenz teil und sprachen über die Verletzung der Menschenrechte durch die Kommunistische Partei Chinas, die Auslöschung der Kultur und Sprache von Minderheiten unter ihrer Herrschaft, die Zerstörung der Umwelt und die Unterdrückung von Menschenrechtsaktivisten. Der tibetische Nationale Sportverband in Indien veranstaltet ab Freitag dieser Woche den 26. Yel Yumchim Memorial Gold Cup in der tibetischen Siedlung Clementown in Dehradun. Das mit Spannung erwartete Fußballturnier wird nach dem strengen Covid-19-Protokoll ausgetragen. This year we have 10 teams and all the teams have arrived safely and we are following the COVID protocol very strictly throughout the matches. There will be 27 matches and the live matches will be shown at Tibettv. We hope to have a fair play and successful football tournament this year. Thank you. Diesmal nehmen 10 Mannschaften aus verschiedenen tibetischen Siedlungen an dem Turnier teil, das im letzten Jahr wegen der Verschlechterung der Pandemiesituation in Indien nicht stattfinden konnte. Dieses größte Sportereignis der tibetischen Exilgemeinde wurde erstmals im Jahr 1981 zum Gedenken an die verstorbene Mutter seiner Heiligkeit des Dalai Lama ausgetragen.
Sportbegeisterte können die Live-Übertragung des Turniers auf der Facebook-Seite von Tibettv verfolgen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.